wir fahren jetzt. Auch auf die Gefahr hin, dass wir es vielleicht umsonst tun. Ui, das waren jetzt aber 2,5 Meter. Jetzt hoffen wir hier 3, 4 Tage vielleicht ein bisschen Ruhe zu finden. Wir sind bei dem Motor immer noch so ganz leicht in Halb-8-Stellung. Immer noch eingekuppelt mit Gas, ne? Es ist jetzt 22 Uhr, 10 nach 10 und ja, wir haben eben den Anker hochgeholt, haben uns das vorher nochmal angeschaut, durchgesprochen und wir sind der Meinung, dass das nicht besser wird mit der Welle. Haben jetzt beschlossen, weil der Wind super passt, Richtung Süden zu fahren, zur Spitze, wahrscheinlich sogar um die Ecke rum nach Estrenk. Da sollten wir dann im Morgengrauen ankommen und können dann da auch einen guten Platz suchen. Und das ist jetzt im Moment der Plan. Es ist hell, wir haben vollen Mond, der auch recht nah ist und dadurch ist die Nacht auch gar nicht so duster und fahren jetzt die Küste entlang. Also die Welle ist jetzt am Abend ungefähr gleich geblieben und sie wird aber morgen wahrscheinlich bis auf 1,5 Meter ansteigen, morgen Vormittag. Morgen Vormittag haben wir aber keinen guten Segelwind mehr und da unten Estrenk ist die nächsten 3 Tage auf jeden Fall Ruhe und glattes Wasser oder annähernd glattes Wasser. Heute können wir es segeln, morgen müssten wir es motoren und deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt. Auch auf die Gefahr hin, dass wir es vielleicht umsonst tun, aber zumindest können wir es segeln. Und haben jetzt halben Wind mit 12 Knoten, haben im Moment nur die Genua und das halbe Groß draußen und fahren trotzdem 5 Knoten. Also sehr defensiv und haben es ja auch nicht eilig, wir wollen ja erst ankommen, wenn es auch hell ist. Wir fahren jetzt die südwestlichste Spitze von Mallorca an, das Cap de Ses Salines. Den Leuchtturm sehen wir schon eine ganze Weile und wir wurden gerade von einem Segelschiff überholt. Das war der einzige Schiffskontakt heute Nacht, ansonsten war es sehr ruhig, mit Ausnahme der achterlichen Welle, die wir hatten. Und ja, die legt uns immer wieder ganz nett auf die Seite. Die Welle ist vielleicht so 1 Meter, 1,20 Meter hoch und wir haben Raum in Wind, fast achterlich und die Genua steht aber noch und da bin ich sehr froh drum. Ich werde bald den Kurs neu stecken um die Landspitze rum. Wir werden dann auch die Welle langsam verlieren und der Wind wird auch etwas abnehmen, aber dann haben wir noch circa 2 Stunden. Das heißt, wir werden im frühen Morgengrauen dann Estrenk erreichen. Das ist der große, wunderschöne Sandstrand auf der Südwestseite von Mallorca. Und
bin dann auch froh, wenn wir da sind und wenn wir die Welle endlich los sind, die uns heute schon den ganzen Tag begleitet hat. Verglichen mit der Situation, in der wir losgefahren sind, ist das hier ja jetzt Ententeich. Es ist eine leichte Dünung, aber alles fein. Die Fahrt war ja jetzt ganz gut, war recht viel Welle, aber war gut auszuhalten. Der Wind kam ja von hinten, die Welle kam von hinten, mehr oder weniger. Das hat alles ganz gut gepasst. Der Wind war durchgehend und ja, war eine ruhige Fahrt. Man kann halt nachts immer so wenig aufnehmen, man sieht einfach nichts. Das ist ein bisschen schade. Jetzt hoffen wir hier 3-4 Tage vielleicht ein bisschen Ruhe zu finden und ein bisschen mal an einem Ort bleiben zu können. Wäre jetzt auch mal schön. Hoffen wir mal, dass das tagsüber hier nicht zu unruhig wird mit den ganzen kleinen Motorbootfahrern und den Jetski. Da ist hier wahrscheinlich einiges los. Lassen wir uns mal überraschen. Gefrühstückt haben wir und jetzt legen wir uns hin. Erstmal eine kleine Runde nochmal schlafen. Haben wir uns verdient. Hinter uns seht ihr Estrenc, das ist einer der wunderschönsten Strände auf Mallorca. Aber wir stellen auch fest, es ist hier viel Schwell, trotz türkisem Wasser. Gerade ist ein Motorboot hinter uns durchgefahren. Es gibt viele Jetskis hier. Es gibt viele Boote, die hier hin und her fahren und viel Schwell produzieren. Und der Wind ist auch auflandig. Ja. Das heißt, hier ist es sowieso unruhig und wir haben auch nicht besonders gut geschlafen die letzte Nacht. Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt vorhin nochmal zusammen den Wetterbericht angeschaut und haben beschlossen, weil der Wind perfekt passt und wir sowieso unterwegs sein möchten und segeln möchten, dass wir nach Formentera oder Ibiza fahren. Ja, so ganz ist es noch nicht entschieden, aber der Wind passt morgen gut. Ja. Und ja, also es ist ein langer Schlag, das sind so 80 Meilen. Wir sind jetzt schon spät in der Saison, also es geht gegen Ende August los und es heißt ja, dass man ab September nicht mehr richtig auf Menorca geschützt ist. Also ich will es jetzt noch nicht Herbststürme nennen, das wäre zu viel gesagt, aber die Winde, Mistral, der Tramontana, alles was aus dem Golf du Lion rauskommt, wird häufiger. Und das haben wir jetzt die letzten Tage ja auch gemerkt. Also
Es kommt ein Mistral nach dem anderen, der nächste ist schon wieder angesagt und da sind wir natürlich, je weiter weg vom Golfe du Lion, umso besser aufgehoben. Ja, und das ist in dem Fall jetzt eben auch nicht mehr Menorca, sondern wir wurden von Menorca nach Mallorca gedrückt wegen des Windes. Jetzt weichen wir dem wieder aus. Die 2 Inseln sind am weitesten weg vom Mistral und wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt häufiger wird, dann haben wir da noch die Chance, die schönste Zeit verbringen zu können. Die beste Möglichkeit für uns heißt, dass wir nicht mehr Sardinien erreichen, auch nicht mehr nach Menorca kommen voraussichtlich, aber für jetzt, für die nächste Woche, fühlt es sich als die richtige Entscheidung an. Außerdem, wie gesagt, wir wollen segeln und mit dem Boot hier ist das irgendwie die Entfernung ganz was anderes, als das mit Arriva war. Also jetzt ist es irgendwie, jetzt fahren wir halt mal schnell nach Ibiza rüber und vielleicht fahren wir übernächste Woche auch wieder zurück. Wer weiß. Also das ist wie der Wind uns Ich finde das lustig, dass du Arriva immer noch als Referenzobjekt bringst, natürlich. Weil das ist ja ein halbes Jahr her. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir mit Arriva einen großen Teil dieser Reise auch gemacht haben. Ich finde das schon ganz gut, das als Referenz zu nehmen, weil das ist die Erfahrung, die wir haben und wie wir es kennen und woher unser Verhalten die letzten Monate kommt. Und ich merke halt einfach, dass mit der Lequane die Entfernungen ganz anders sind und das Wetter ganz anders ist. Also wir können ganz andere Winde segeln, ganz andere Windstärken, ganz andere Wellen. Wir sind viel flexibler. Du bist viel entspannter. Ja. Also ich bin's. Für Marion war zum Beispiel immer extremer Stress, Nachtfahrten, weil auf der Arriva war das Cockpit ganz im Heck und man musste über eine Bank klettern, also war dann praktisch schon mit dem Oberkörper oberhalb von der Reling, um da hinten hinzukommen nachts, weil da waren die ganzen Instrumente, da war das Steuerrad. Und hier ist man komplett geschützt, hat auch alles im Blick, ist direkt am Niedergang, muss das Cockpit auch nicht mehr verlassen für irgendwelche Segelmanöver. Und deswegen ist das Boot eben auch wirklich einhalttauglich und zwar alles aus dem Cockpit heraus, egal ob das der Besan ist, Groß oder Genua. Und gibt nur ganz wenige Gründe, das Cockpit zu verlassen. Das ist, wenn man den Bullenstander setzen muss und wenn man das aber vorher schon so trimmt, die Segel, dass man es nicht braucht, zur Not das Groß wegnimmt, dann braucht man es nicht. Und das freut mich eben auch, dass du da so entspannt jetzt auch umgehst mit dem Segeln, große Distanzen, Nachtfahrten, ist alles kein Thema mehr. Hohe Welle. Genau, da kann Marion entspannt im Cockpit sitzen, aus dem Fenster gucken und denken, ui, das waren jetzt aber 2,5 Meter. Ja, genau. Und wo wir bei der Arriva gesagt hätten, boah, es sind 20 Knoten vorausgesagt. Weiß nicht, ob wir das machen. Das wäre für uns ein Grund, jetzt rauszugehen, weil 20 Knoten läuft La Licorne super. Das heißt, wir bereiten uns jetzt langsam darauf vor, nach Formentera zu fahren. Hinter mir geht die Sonne auf und man sieht ein Stück von Cabrera. Wir haben also heute Morgen Estrenc verlassen um 3 Uhr, so wie auch geplant. Hatten auch bisher den Wind, wie er prognostiziert war. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Landabdeckung von Cabrera, haben noch so 10 Knoten Wind. Sobald wir da aber raus sind, denke ich, dass wir wieder so um die 15 Knoten haben. Wir können im Moment unseren Kurs noch nicht ganz fahren. Deswegen sind wir auch nicht ganz im Zeitplan, aber das macht nichts. Es ist ein ruhiges Segeln, kein Schiffsverkehr. Ein Segelboot habe ich gesehen, heute irgendwann um 4 Uhr, kurz vor der Küste.
Manchmal geht es ganz ruhig dahin und manchmal haben wir große Wellen. Keine Ahnung, ob die Kamera stehen bleibt. Wir wollten mal sagen, warum wir eigentlich hier uns auf den Balearen rumdrücken und irgendwie nur von Menorca, Mallorca, Ibiza rumfahren. Das hat schon auch seine Gründe. Welche denn? Naja, dass wir schnell am Festland sind, wenn was wäre. Wir möchten gerne in der Nähe eines bezahlbaren Festlandes bleiben, falls mit dem Motor doch noch mal was wäre. Wir sind bei dem Motor immer noch so ganz leicht in Halbachtstellung wegen der provisorischen Vibrationsdämpfer. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also mir ist da noch nicht so ganz wohl damit und mir wird auch wieder erst ganz wohl damit sein, wenn wir das gemacht haben. Natürlich war die Überlegung da, Richtung Korsika, Sardinien, Elba zu fahren, ist ja auch nicht so weit. Und wenn wir sind ja jetzt viel unterwegs die letzten Tage, aber von dort ist eben die bezahlbaren Möglichkeiten, das Boot aus dem Wasser zu nehmen, nicht gut zu erreichen. Also Sardinien weiß jeder selber, das ist erstmal teuer, vor allem in der Saison. Korsika ist nicht viel anders. Und das dazu passende von dort nächste Festland wäre dann eben Côte d'Azur. Und genau. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das in der Saison ist das natürlich alles unbezahlbar. Und deswegen bleiben wir hier. Hier sind wir innerhalb von keinem Tag am Festland, wo es bezahlbar ist, sei es jetzt Barcelona, wo wir waren, dort haben wir nach wie vor noch im Moment den Liegeplatz, oder dann eben die spanische Küste runter zu Richtung Almerimar. Überall dort ist es bezahlbarer als Sardinien, Korsika und auch Côte d'Azur. Aber trotzdem müssen wir uns langsam drum kümmern. Die Ersatzteile langsam bestellen. Einen Teil davon habe ich schon, aber noch nicht alles. Ich denke, dass wir den September, wenn es irgendwie geht, noch mitnehmen. Aber das müssen wir angucken. Das hängt eben vom Wetter ab und wie lange es uns insgesamt noch Freude macht und wann die Reparaturen anfangen so zu drängen, dass wir sagen, die Gesamtkombination macht Sinn, dass wir jetzt dann rausgehen. Ja. Das ist noch offen. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen das wunderschöne Segeln genießen. Wir sind froh, dass wir schön segeln können. Wir sind auch insgesamt ein bisschen erschöpft von den letzten Wochen. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir sagen, wir bleiben jetzt hier in der Nähe, weil die Distanzen einfach auch kürzer sind.